Die Reise nach Berlin, sie wird für eine Mannschaft heute zu Ende gehen. Entweder für Leverkusen oder für uns. Ich muss sagen, ich habe mich leider ein bisschen vercoacht. Ich hatte das ehrlich gesagt mit dem Pokalspiel gar nicht auf dem Schirm. Sonst hätte ich gegen Mainz auch die Hälfte von der B11, sage ich mal, aufgestellt. Jetzt muss ich notgedrungen mit dieser Elf hier spielen. Also Mbamba und Rode in der Innenverteidigung. Ganz, ganz wild. Dazu Buta. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist schon mal grundlegend falsch hier. Buta natürlich in der Innenverteidigung. Ganz, ganz wild heute. Dann soll Buta nach rechts. Larsson im Mittelfeld neben Skiri. Knauf und Buta. Neue Flügelzange. Dann Schaibi und Larsen. Nur Mamouche und Trapp sind geblieben. Und halt Tuta. Das sieht dann im 4-2-3-1 auch so aus. Auch sehr, sehr wild. Mbamba, junger Mann von Leverkusen gekommen. Die Bank ist auch nicht gerade mit fitten Leuten besetzt. Das ist halt der Nachteil, wenn man einen zu dünnen Kader hat. Und halt auch im Spiel davor nicht durchgewechselt hat. Wir haben schon mal in Leverkusen gewonnen. Also ich bin da gar nicht, mir ist da gar nicht bange drum, aber ja, ob das uns ein zweites Mal gelingt, wäre natürlich sensationell. Egal wie, ob nach Verlängerung oder Elferschießen, das ist mir heute sowas von egal, auch wie wir spielen. Hauptsache wir kommen eine Runde weiter. Dann wären wir im Halbfinale, ey. Wir bräuchten nur noch ein Spiel, ein Sieg bis nach Berlin und dann nur noch, ja, ein Sieg. Von daher schauen wir mal, was mit der Truppe heute geht. Vielleicht ist das ja auch ganz witzig. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal schauen, wie sich das spielen lässt. Aber das ist natürlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Aber heißt ja nicht, dass die anderen das nicht auch können. Die anderen Spieler, ne? Larsen, erster Ball. Zack, gibt den ersten Eckball. Also im Prinzip haben wir heute nichts zu verlieren. Außer ich vielleicht meinen Trainerjob oder so. Nein, natürlich nicht. So, Buta macht aber nicht die Ecken. Da ist was falsch gelaufen. Schaibi macht das. Wirklich, ist der beste Standardschütze, den wir seit Jahren in Frankfurt hatten. Nach Benny Köhler gab es, glaube ich, ja keinen besseren, der einfach Eckbälle, Freistöße so präzise reinflankt, auch auf den Mitspieler. Das ist wirklich, wirklich ein richtig feiner, ein guter Techniker, der uns, glaube ich, noch viel Freude bereiten würde. Und da gebe ich jetzt erstmal, ja, Freistoß und gelbe Karte sofort für Molero. Alberto Molero, auch noch nie gehört, aber hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Schauen wir mal. Ja, knapp vor der 16er-Linie. Schade. Ein paar Meter weiter hinten und es gibt Elfer. So, apropos Schaibi, dann lass doch mal zeigen, was er hier drauf hat. Da können wir auf jeden Fall mal mit dem Außenriss hier ran. Warum nicht? So ein bisschen knapp vorbei an der Mauer. Das wäre natürlich jetzt überragend. Das wäre richtig, richtig gut. Führung nach 11 Minuten. Warum nicht? Ja, aber so nicht. Ihr seht, da fehlt halt die Kraft. Da fehlt halt wirklich ein richtig guter Freistoßschütze. Und deswegen habe ich auch mal einen Jugendscout losgeschickt nach Frankreich, dass der über, ich glaube, 9 Monate hinweg alle Spielertypen scouten soll. Also vom Keeper hinweg bis zum Innenverteidiger, Mittelfeld und im Sturm. Vielleicht wartet ja da das nächste Talent, wofür wir gar kein Geld bezahlen müssen. Ja, beziehungsweise ein bisschen Geld, aber nicht so viel Geld. Das ist ja auch ein Weg, den wir gehen können, ne? Von daher, es bleibt auf jeden Fall in Sachen Transferentwicklung, besonders im Sommer, sehr, sehr spannend bei uns und sehr, sehr aufregend. Ja, genauso aufregend wie dieses Spiel hier. Also bislang, weiß nicht, sind wir ein bisschen besser im Spiel drin, ganz vage und vorsichtig gesagt. Also Leverkusen versucht natürlich, sich hier durch zu kombinieren. Auch in der Dreierkette, aber ich finde, wir machen das bislang richtig gut. Ja, auch die neu formierte Verteidigung da mit Mbamba und mit Rode. Die werden natürlich so nie wieder zusammenspielen, ganz klar. Aber für dieses eine Spiel, wenn man sich nach der Saison, Achtung, an dieses Spiel zurückerinnert. Oh, was macht Trapp denn da? Hat einfach mal den Fake-Ball aufgenommen. Oder was hier? Oh, das war aber auch ganz knapp. Oh, vorne. Fußspitze von Lužek. Da Enisiri ist ganz klar im Abseits, aber Lužek. Dann hat Trapp einmal ins Leere gegriffen. Ja, also Rode, Mbamba und Tuta, das wird so nie wieder geben. Ich würde auch Mbamba eher im Mittelfeld einsetzen. Aber so eine Doppelspitze oder eine Doppelsechs mit Mbamba und Larsson ist dann vielleicht auch ein bisschen zu jung und ein bisschen zu unerfahren. Aber dafür hat man ja, oder dafür habe ich ja Mbamba auch geholt, unter anderem, weil er so flexibel einsetzbar ist. Und daher auch eine Empfehlung für euch. Holt euch Mbamba, wenn ihr zur Not auch mal einen Innenverteidiger braucht. Aber der Kollege spielt ja eigentlich auch im zentral-defensiven Mittelfeld. So, da ist er wieder. Treibt mal den Ball an. Oh, ein bisschen zu weit. Das ist natürlich riskant jetzt.
Jetzt muss Ansgar Knauf hinterher, beziehungsweise Rode. Gutes Stellungsspiel, sind wir zu weit weg. Oh, aufgepasst, Palacios, das geht zu einfach. Knauf, Achtung, kein Foul. Ja, fairer Zweikampf. Fällt nicht. Also die Chance auf den Elfmeter ist schon mal da sehr, sehr gering. Aber trotzdem, Eckball ist da, wieder Luschek, wieder Buta. Was mir eigentlich auch auffällt und was mich auch stört, wenn du mit einem Spieler hingehst, jetzt hier zum Beispiel Buta, und ich will den zweiten wegschicken, der kommt aber trotzdem immer wieder. Ich will das gar nicht. Skiri sehr, sehr gut dazwischen. Ich will das eigentlich gar nicht, aber die Spieler machen es halt irgendwie trotzdem. So, Skiri, Mamouche, der hat auch, glaube ich, hier in Leverkusen das goldene Tor gemacht. Ich glaube, durch sein Tor haben wir hier gewonnen. Eine Wiederholung würde ich sehr, sehr gerne sehen und würde ich auch so unterschreiben. So, Chaibi Larsen. Gut, das ging jetzt zu schnell. Und dann müssen wir alle wieder nach hinten. Dann steht die Fünferkette, ja, außer Luschek. Prescht jetzt hier durch, aber ein Bamba muss auch mal sein. Ist kein Foul, sehr gut. Fairer Zweikampf, perfekt. Ja, ihr seht, wenig Schüsse aufs Tor. 1:0 da für uns. Wahrscheinlich der harmlose Freistoß. Na, was will er machen? Verarschen lasse ich mich hier nicht, sonst werde ich nächstes Mal echt die Grätsche rausholen. Wer wollte mich denn da gerade vernaschen an der Außenbahn? Ist der doof, ey. So, aufgepasst. Nächste Chance, enges Dribbling. Luschek. Da haben wir Frimpong, da muss Knauf dazwischen sein und der ist es. Also bislang machen die Spieler das richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, oh, nachdem ich die Fitnesszustände gesehen habe nach dem Main-Spiel, das wird echt haarig hier in Leverkusen. Aber wir machen das sogar richtig gut und auch phasenweise besser als Leverkusen. Die stehen auch in der Liga nicht gut da. Das überrascht mich wirklich im negativen Sinne. Dass sie so weit unten stehen, hätte ich mit der Mannschaft nicht für möglich gehalten. Aber gut. Jetzt wie wieder. Knauf gegen Frimpong. Da ist Skiri und Mamouche hat nochmal ein bisschen Platz. Ja, aber das ist alles zu ungefährlich. Aber egal, wir sind gut drin. Wir machen das gut. Ja, Giovanni Lo Celso wechselt nach Newcastle für 32,5 Millionen. Das Geld haben wir halt noch nicht zur Verfügung. Womöglich dann im Sommer, je nachdem, wie wir in der Liga abschneiden. Und auch in allen anderen Wettbewerben. So, hier erstmal 0:0 zur Pause. Ist alles gut momentan. Wir sind im Soll. Wir stehen hinten gut. Klar, 1-2 brenzlige Situationen haben wir überstehen müssen. Aber ich meine, 0 Schüsse für Leverkusen. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. 64 Bälle, gut. Passgenauigkeit, gut. Aber die Leverkusen haben auch echt viel hintenrum gespielt, muss man sagen. Und die Frage ist halt, stellt man auf 4-2-3-1 um, wechselt man dann irgendwann auch zum Beispiel Nagano ein oder für die Außenbahn dann Nkunku. Vorne haben wir dann noch Gift Orban, auch ein Paxton Aronson, der müsste eigentlich auch viel, viel häufiger spielen. Das ist auch ein Kandidat zum Beispiel für eine Leihe im Sommer, dass man da mal ein halbes Jahr guckt, ne? Oder dann für ein halbes Jahr verleiht und schaut, wie gut wird er, wie hoch ist dann seine Gesamtstärke. Das muss ich halt im Sommer sehen. Also es gibt viele, viele Planungen, so grobe Planung, nichts Weltbewegendes oder noch nichts Genaues bislang, aber wir schauen mal zu gegebener Zeit, ob sich da was ergeben wird. Jetzt schauen wir erstmal, wie Halbzeit 2 hier beginnt. Oh, Rode, ja, abseits, ja, habe ich genauso gesehen. War wahrscheinlich auch wieder knapp, das hatten wir gerade schon mal. Gut, das war ein bisschen deutlicher jetzt. Ja gut, da müssen wir nicht diskutieren. Die Dreierkette steht stabil. Auch ein Bamba bislang. Macht er richtig gut. Und jetzt vielleicht mal... Oh, Buta. Ja, nee, schade, hat er nicht. Das sind halt dann diese Unzulässigkeiten, diese taktischen Fehler. Die dürfen halt normalerweise nicht sein. Aber heute macht das noch nichts bislang. Achtung, nächste Chance tut das dazwischen. Und dann darf auch mal so eine Grätsche sein. Dann muss vielleicht auch mal so eine Grätsche sein. Achtung, aber auch nicht dieser Ballverlust. Leverkusen kommt über Palacios, Enisiri. Achtung, nächste Grätsche. Rode ist wieder dazwischen. Perfekt. Also heute klappen die Grätschen richtig, richtig gut. Und die sind auch wichtig. Das war nämlich auch gerade richtig gefährlich. Oder es hätte gefährlich werden können. Nächstes Foul. Larsen holt den Freischuss raus. Bisschen mehr Zeit. Gelb für Hincapié. Für Piero Hincapié.
Ja, Nagalo müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn es Verlängerung gibt, da kann ich da nochmal drüber nachdenken. Zack. Schöne Grätsche bei Regen. Einfach klassisch die Beine weggezogen. So, weiter geht's. Ein Buter, ja, warum nicht? Auch mal ein Gewaltschuss. Ja, wird natürlich abgeblockt. Das gibt so Ronaldo-Vibes gegen Lahm, weißt du, bei der WM in Brasilien. Ein-Mann-Mauer und so weiter. Ja, Larsson, wir müssen auch hinten rumspielen. Leverkusen steht auch wirklich sehr, sehr tief hinten drin. Und für uns gibt es auch wenig Lücken. Also es ist ein typisches Pokalspiel. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Niemand will was riskieren, aber irgendwer muss. Irgendeiner wird hier heute weiterkommen. Ich hoffe, wir sind das. Und das ist mir dann am Ende auch egal wie. Nächste Chance, aber wir stehen richtig gut in der Mitte, auch über die Außen haben wir das Ganze gut im Griff. Eigentlich. So, Chaibi und Buta, oh, zu zweit gegen Lojek. Darf eigentlich nicht sein. Palacios, aufgepasst. Oh, nichts Wildes hier, Achtung, ja. Er gibt uns den Ball schon freiwillig, weil er merkt, da ist heute bislang gar kein Durchkommen. Durch diese neu formierte Dreierkette. Gar nicht schlecht. Und jetzt hat Chaibi ein bisschen Platz, aber es ist keiner in der Mitte. Ja, super. Und Larsen, der eigentlich in der Mitte hätte sein müssen, ist halt keiner da. Das bringt absolut nichts zu flanken. Das ist schade, dass sich da leider keiner im Strafraum befunden hat. So, und wieder die Leverkusen. Das geht auch ein bisschen gemächlich. Also ich muss sagen, die Leverkusen spielt das jetzt auch nicht unbedingt so mit der größten Lust. Wahrscheinlich reicht dann der eingescheiterte Angriff und dann steht es halt wahrscheinlich 1-0. Aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. Ich beschreie nämlich auch immer Gegentore sehr, sehr gern und sehr, sehr gut. Für einen Gegner, aber bislang sieht das echt gut aus. Sie verschieben natürlich, klar, machen vorne jetzt auch ein bisschen Druck hier. Yusuf En-Nesyri greift ein bisschen früher an. Aber wir müssen auch immer wieder rauslocken. So, Chaibi, nee. Das ist zum Beispiel auch früher formal drin, aber Larsson ist direkt wieder da, das ist schön. Und jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Platz. Durch die Mitte, Skiri, ja, zeigt an. Ah, schade. Das wäre es gewesen. Schade, aber gut, es geht munter Richtung Verlängerung. Also das Spiel lebt wirklich von der Spannung. Vom 0-0. Ja, und dass halt jetzt auch noch nicht so viel passiert ist vom Tor, ne? Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, die Leverkusener spielen das auch ein bisschen zu vorsichtig. Ich glaube, das haben sie in der Liga nicht so gemacht. Da ging es auch mal häufiger hin und her. Aber gut, heute ist Pokal. Das merkt man einfach. Das merkt man in jedem Ball. Jeder Ball. Oh, nee. Muss sicher gespielt werden, sagt er und spielte den Fehlpass. Jetzt gibt es halt schon den Wechsel. Jetzt bringen sie Wirtz rein. Ey, wohl dem, der einen Florian Wirtz auf der Bank hat und den dann noch einwechseln kann. Und Boniface habe ich da auch gerade gesehen. Ist das richtig? Und da ist er jetzt gleich. Achtung. Eine Aktion. Und schon führt Leverkusen wahrscheinlich. Nee, heute nicht. Vielleicht im nächsten Spiel wieder so. Vielleicht jetzt nochmal ein Angriff. Nee, Fehlpass mit Ansage. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut und Leverkusen kommt nochmal. Oh, pass auf, jetzt nicht in der letzten Sekunde. Das wäre sehr, sehr bitter. Achtung, En-Nesyri ist da. Da ist Schick mit dem Abschluss und wir stehen dazwischen. Und Trapp, Achtung. Und hatte ihn. Sag ich ja, Nachspielzeit. 90 Minuten lang siehst du sie nicht. Und dann auf einmal mit der letzten Aktion. Wäre das fast schief gegangen. Aber es gibt Verlängerung. Surprise, surprise ist eigentlich auch dem Spielverlauf, glaube ich, angemessen und gerecht. Also das wäre gut. Wäre halt unglücklich gewesen, wenn die das jetzt halt in der letzten Sekunde gemacht hätten. Aber gut, dann wäre es halt so. Aber solange es nicht so ist, müssen wir mal gucken, ob wir hier wechseln müssen. Ich würde nämlich auch mal Paxton Aronson reinbringen für Mamouche. Der war heute ein bisschen blass, muss ich sagen. Der hat mir heute nicht so gut gefallen. Den habe ich nicht so viel gesehen, weil er halt auch gut zugestellt wurde. Nagalo mal für Tuta rein. Das ist ja hier. Wird ja mal besser. Nkunku vielleicht für links. Dann geht Knauf auf rechts. Ja, und ich habe halt leider nur noch Orban vorne für Chaibi. Oder warte ich nochmal? Ich warte nochmal ab. Weil Larsen ist eigentlich der perfekte Stürmer jetzt gerade.
Aber wir bringen auch keine Flanken rein. Das ist es halt. Durch diese Dreierkettenformation, da kommst du eigentlich wenig zum Flanken. Und ein Bamba, um den mal hier wieder ins Spiel zu bringen, der macht das bislang auch richtig gut. Hat natürlich auch nicht so viel zu tun bekommen. Das darf man jetzt auch nicht so hochhängen, aber er macht es trotzdem gut. Und jetzt geht es halt in die Verlängerung. Und Elfmeterschießen ist dann auch immer wieder ein bisschen Glückssache. Das ist dann immer wieder ein bisschen Glückslotterie. Wie viel dürfen meine Keeper halten, wie viel auch nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal, was in der Verlängerung geht. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Spielglück oder wir spielen uns mal eine Chance raus. Larsen, ja, das müsste unser sein. Ja, schade. Ich verändere jetzt auch nicht die Formation. Ich war mir überlegen, ob ich 4-2-3-1 mache. Mit ein bisschen Gegenpressing, aber es läuft ja eigentlich ganz gut. Warum sollte ich jetzt irgendwas verändern? Und Larsen, spielt der irgendwie falsch? Der spielt vorne, aber der ist auf der rechten Seite unterwegs. Ganz, ganz wilde Nummer. Achtung, oh, der war wichtig, dass der nicht so gut gespielt war. Oh, da haben wir Glück, da war zu viel Platz und Enisiri. Wenn er den besser bekommt, steht es 1-0. Da hatten wir auch jetzt gerade ein bisschen Glück, dass die Leverkusener das so ungenau spielen. Gut, weitere Situation überstanden. Weiter geht's. 103 Minuten schon rum. Viel Ballgeschiebe, wenig nach vorne. Vielleicht jetzt mal. Knauf hat ein bisschen Platz. Ja, ist auch schneller als Hincapie. So, und Leverkusen macht es jetzt ein bisschen direkter. Achtung, vorne Enisiri, außen. Sind jetzt zu zweit, zu dritt. Achtung, Enisiri, da ist Schick. Ja, wartet zu lange, Gott sei Dank. Ah, nein, kriegt den Ball aber nochmal. Und jetzt ist es passiert. 105. +1. Ja, zieht Leverkusen das Ding hier wahrscheinlich. Gut, jetzt hat sich die Frage nach der Taktik auch erübrigt. Schade, hier haben wir den Ball eigentlich schon gewonnen und Nagano kriegt den nicht weg. Und Roses Grätsche kommt dann leider zu spät. Und Schick netzt ein. Tja, das ist bitter, das ist so unglücklich. Jetzt natürlich alles nach vorne in der zweiten Halbzeit. Da muss ich jetzt die Taktik noch mal umstellen. Alles nach vorne, nochmal die Regler. Obwohl das eigentlich nicht viel bringt hier im Karrieremodus. Aber ich versuche es trotzdem allein für den Kopf her, weißt du? So, dann machen wir Nagano hier. Dann spielt ein Bamba. Kann der auch Rechtsverteidiger? Ne, kann Rode. Ja, muss Rode jetzt Rechtsverteidiger. Ist halt so. Aronson machen wir hier hin. So, und jetzt hier Abwehr überlaufen, vorne bleiben. Am besten für Flanken in den Strafraum, dass wir möglichst viele Leute vorne haben. Die dürfen auch gerne mit nach vorne. Hier wäre zum Beispiel ausgewogener Angriff total Käse. Bei diesem Taktikkonzept. Hier machen wir auch mal übergreifend. Ne? Habe ich euch ja erklärt in meinem Taktikvideo. Und auch hier alles nach vorne. Da machen wir die Tiefe auf 100. Ständiger Druck machen wir jetzt. Das ist jetzt egal. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Wir müssen jetzt alles nach vorne werfen. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr wild hinten werden in der Innenverteidigung. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir brauchen ein Tor. Wir brauchen ein Tor. Ansonsten ist die Reise für uns hier leider schon vorbei. Und dabei haben wir eigentlich so gut verteidigt, ey. Das sah richtig, richtig gut aus. Die drei hinten, die so noch nie zusammengespielt haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir überhaupt nochmal die Chancen kriegen. Warum nicht? Larsen mit dem Ballgewinn und Shaibi ist ganz alleine auf und davon gegen Radetzky. Ja, und vielleicht hätten wir von Anfang an das spielen sollen. Ja, Radetzky wird schon gefeiert. Aber das war es dann noch nicht. Das macht jetzt hier Shaibi. Die Flanke von rechts. Da kommt Skiri. Ja, schade. Da läuft keiner an den zweiten Pfosten. Aber weiter. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch 10 Minuten. Vielleicht kriegen wir noch 1, 2 Angriffe in den Strafraum. Wird auch aktiviert. Aber ob es das nützt oder ob es was nützt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ihr seht, wir sind jetzt ganz schön aufgelöst. Das ist richtig, richtig wild hin. Da ist jetzt überhaupt keiner mehr, gefühlt. Rode macht den Rechtsverteidiger. Das wird er auch nie wieder spielen. Aber egal, für das Spiel... Ah, Knauf. Und da müssen die Bälle natürlich auch ankommen. Da ist es ärgerlich, wenn du auf so aussichtsreichen Chancen und Situationen dann den Ball verlierst. Das ist echt sehr, sehr bitter. Aber ein Bamba, oh, nächster Fehlpass. Und das ist dann leider einer zu viel. Das reicht dann halt auch leider nicht. Schade.
Wer weiß, ob es mit der anderen Truppe besser gelaufen wäre. Weiß man hinterher dann vielleicht auch besser. Aber gut, es ist ja noch nicht vorbei. Nochmal macht sich Ansgar Knauf auf den Weg. Oh, aber so nicht gegen Scheibi, Grimaldo. Eigentlich hast du da keine Chance. Aber vielleicht nochmal, wenn wir den Ball, ja, seht ihr, unter Druck setzen. Ballgewinn und Rode muss nochmal laufen. Komm, der muss jetzt den Sprint seines Lebens machen, als gäbe es da keinen Morgen. Flanke kommt nochmal rein, wird die verlängert. Ja, aber nach außen. Ja, die Spannung ist da. Ist bis unter das Tribünendach zu spüren. Und das war wahrscheinlich die letzte Chance. Gut, den hätte ich auch nicht nochmal annehmen können oder verlängern können. Den mussten wir so nehmen. Ja, schade. Und dann scheiden wir leider, glaube ich, in Leverkusen aus. Es war eine sehr, sehr enge Partie. Weitestgehend auch sehr, sehr offen. Aber dann dieser eine Fehler, der war dann am Ende des Tages leider einer zu viel. Nochmal ein langer Ball. Aber das wird es gewesen sein. So ist es. Also, wir scheiden leider aus in Leverkusen. Vielleicht auch taktisch bedingt nicht so klug von mir, gegen Mainz schon die Top 11 spielen zu lassen. Na gut, ist wie es ist. Hätte ja auch gut gehen können. So leider am Ende ein 1:0 in Leverkusen. Aber wir haben trotzdem gut gespielt. Nicht schlecht gemacht. Und ich glaube, dass wir hier mit erhobenen Hauptes aus dem Pokal rausgehen können. Also ich glaube, was man sagen kann, sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Ja, und ich fand auch Nagano und Mbamba, das sah auch gar nicht so schlecht aus. Ne, ehrlich gesagt. Also Leipzig kommt weiter in Magdeburg, Freiburg gewinnt auch in Paderborn, jetzt Dortmund gegen Bayern. Das ist natürlich das entscheidendste Spiel hier. Das vorweggenommene Finale eigentlich schon. So, wir haben... Deadline Day. Okay. Schauen wir mal kurz drauf, ob wir noch irgendwelche Nachrichten haben. Ja, gut gemacht. Wir hatten uns... Achso, wir hatten uns investieren Sie durch die... Ach, was soll das denn? Wir hatten uns investieren Sie durch die Verpflichtung, bla bla bla. Der Blick auf die ersten Finanzberichte zeigt uns, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Das ist doch super. Gut, Wechsel von Jakic wird nicht zustande kommen und auch Hauge zu Monza nicht. Vielleicht im Sommer. Vielleicht machen wir da mal einen großen Kassensturz. Hier, die Ziele zum Beispiel, die meine ich. Qualifikation für den Europapokal wäre ja Platz 6 und unten langfristig über 2 Bundesliga-Saisons in die Champions League. Da sind wir halt auch zurzeit Sechster. Wir haben schon einen jungen Spieler verpflichtet. Verpflichte eine junge Spieler, Bruder. Dann müssen wir 10 Siege in Auswärtsspielen erreichen, aber bislang 4. Aber wir haben ja noch die Rückrunde Zeit. Und dann müssen wir halt mindestens 2 Spieler unter 20 verpflichten mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Heißt also, wenn wir zum Beispiel einen Stürmer holen, der muss halt über eine 76 haben. Mit dem Durchschnittsgesamt oder mit dem Potenzial bis über 76. Das wäre ja zum Beispiel sowas, ne? Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Du kannst noch mehr, setz dich nicht zu sehr unter Druck. Ich meine, es war ja nicht sein Fehler. Am Ende war es ja Nagano, ich habe es nochmal geguckt in der Wiederholung. Hat auch Schick eine Zeit lang stillgestanden. Und da hätten wir auch eigentlich, vielleicht hätten wir da grätschen können oder auch nicht. Ich sehe gerade, er wechselt zu West Ham für 10,6 Millionen. Weil er nicht zu Feyenoord geht. Das sieht nach Jakic aus. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also, Arrivederci, ja, Jakic zu West Ham jetzt schon oder erst im Sommer? Ach, die haben die Freigabe somit, glaube ich, ne? Haben die gezogen. Ein C. Ja gut, da haben wir halt Skiri und ein Bamba. Bestmöglicher Deal. Du sollst den Wert deines Profis ständig beobachten und ihnen Vertragsverlängerungen anbieten, um mehr Profit zu machen, wenn jemand die Freigabesumme bezahlt, ja. Aber C ist trotzdem immer noch gut. So, Laie, okay, Transferangebot. Oh, da müssen wir gleich nochmal gucken. Für 7,5 Millionen jetzt, ja, weil die sich immer noch ein bisschen was abziehen. So, Larsson wird dann verliehen. Für 2 Jahre oder habe ich für 1 Jahr? Was haben wir denn hier gemacht? Warte mal, verhandeln. Aber es ist nur eine Leihe, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie mit Kaufoption. Steht ja nur Leihe. Okay, machen wir mal. Zur Not, wir können sie immer noch mal abbrechen. Zwischendurch, ne? So ist es ja nicht. Das haben wir schon gemacht. Kurze Lautstärke, was ist das hier? Atletico Huracan. Huracan, wo kommt das denn her? Da würde ich sagen ablehnen, weil der ist ja schon. Das können wir annehmen. Ja, den können wir auch verkaufen, Midilun. Ich glaube nicht, dass er bei uns nochmal Einsatzzeiten kriegt. Hauge sowieso, den will ich ja auch loswerden. Der sollte eigentlich zu Wolfsburg, auch zu Monza, aber die wollen den irgendwie nicht. Zu viel Geld. Ja, sollen sie annehmen. Auch 3,6 Millionen. Simoni, gut, da kann ich jetzt nach wie vor nichts machen. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, 1 Stunde weiter, aber wir werden dann auch keinen mehr holen. Wir werden dann auch niemanden mehr holen.
Wir gucken dann erstmal, was mein Scout mitbringt nach einer Zeit. So, erstmal Angebot annehmen, eine kurze Laufzeit, Leihe, das ist völlig okay. Angenommen. Genau, Scheibi, Manchester City unter anderem waren auch schon dran. Junge, der spielt gerade mal ein halbes Jahr hier, was soll ich dir erzählen? Gut, Freigabesumme, das heißt, Hauge ist dann auch schon mal von der Gehaltsliste runter. Das heißt, bleibt schon mal ein bisschen mehr Geld für den Sommer. Das ist halt schwer, ey. Du könntest dir jeden Spieler holen. Welchen Spieler holst du dir? Ich will ja einen mit viel Potenzial, aber auch schon eher gestandeneren Spieler. Gut, Hauge ist auch weg. Zu Lyon, da wird uns auch nicht gefährlich. Soll er da sein Glück versuchen? Gut, da haben wir halt mit Götze und mit Scheibi, aber es darf halt nicht mehr viel passieren. Das ist halt das Ding. Es darf sich hier niemand großartig verletzen, sonst muss ich halt einen freien Spieler holen. Da ist zum Beispiel auch Jolom Resté. Der ist jetzt bei Mainz unter Vertrag, den hatte ich ja auch mal. So, jetzt geht der nächste Spieler. Gut, aber es ist ja nur Larsson, Leihgeschäft. Da bin ich mal gespannt zum Beispiel, wie viel der muss jetzt nicht 2 Jahre wegbleiben. Wir gucken jetzt einfach mal nach der Rückrunde, wie gut der ist. Und wir können ja auch die Leihe immer wieder abbrechen. Ja, also wir müssen jetzt nicht die 2 Jahre warten. So, was haben wir hier noch? Simoni. Delegieren. Leihe. So. Aber der hat doch schon zigtausend Leihangebote, aber es wird immer wieder abgebrochen, warum auch immer. Genau, Walker geht zu Dortmund, habe ich gerade gesehen. Was ist denn bei denen los, ey? Die wollen doch wohl Meister werden. Mamardashvili. Also kriegt Leverkusen auch einen neuen Keeper, auch sehr interessant. Der eine Keeper kommt, der andere geht. Kawas Santos wird gleich wieder verliehen zu den... Oder nach Portland. Nach Portland Timbers. Doch, ich wollte doch sagen, die heißt noch so. Pendixspor. Nee. Ich kann leider jetzt nicht hier jeden Keeper abgeben. Das ist immer so die Scheiße im Transferfenster-Modus. Ja? Sergio Roberto hier, Madashvili. Gut, Oyarzabal wechselt auch zum Man City, also ganz, ganz wild hier wie immer. Da hat sich auch nichts geändert. Resté, auch ein guter Torwart. Aber ich habe ja Trapp. Tja, wir können auch den Deadline Day überspringen. Machen wir einfach mal, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Und dann schaue ich, Teamstrategie, hat sich auch was verändert. Hört sich ja gut an. Ja, beim Torwartspiel ist einer zurückgegangen, beim Mittelfeld sind 3 sogar zurückgegangen. Okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Hört sich ja nicht so gut an. Wahrscheinlich, weil jetzt auch ein paar Spieler gegangen sind. Ne? Midilun zum Beispiel, Rebiger braucht noch eine Woche, Aronson 60 Wochen. Ideale Qualität 23 Spieler, erste Mannschaft und Jugend. 71, 69, 74. Schauen wir mal, ob das überhaupt was bringt. So gefühlsmäßig bringt das auch vielleicht gar nicht. So, die Kölner jetzt. Nächster Gegner. Leihangebot schon wieder. Sag mal, wie viele Leihangebote kriegt der? Delegieren. Leihe. Soll der bei 3 Vereinen gleichzeitig spielen oder was? Verstehe ich nicht. Dank deines Trainingsplans hat Hasebe die optimale Fitness erreicht. Okay. Wo ist denn hier Hasse? Hasse ist hier. Machen wir ausgeglichen. So, und dann ärgert mich das trotzdem noch mit Leverkusen, aber vielleicht kriegen wir es ja gegen die anderen wieder hin. Gegen die anderen vom Rhein. Zurückziehen, Armine. Quatsch, hä? Wie gesagt, bei wie vielen Vereinen soll der spielen? Ich lehne das jetzt hier ab, weil er hat ja noch ein Angebot. Das ist ja Wahnsinn. Hat der Manager das hier nicht im Griff? Naja, also Tabelle, das ist auf jeden Fall wichtiger. Wo sind die Kölner? 16. Die brauchen also auch jeden Punkt. Kampf um den Klassenerhalt. Wir wollen oben dran bleiben. Also ein Duell auf jeden Fall, das schon mal viel verspricht. Und Dortmund ist ausgeschieden. 3-2, knappes Ding. Leverkusen darf gegen Leipzig ran. Freiburg gegen München. Ja, schöne Spiele. Hätten auch wir sein können. Gegen Leipzig, das wäre auch ein schönes Spiel geworden. Aber jetzt freuen wir uns gegen Köln, dass wir da wieder Punkte vielleicht für die Liga holen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.